Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Mia, wie geht es dir heute? Hallo Liam, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über das Fragen nach dem Weg sprechen. Fragst du gerne nach dem Weg, wenn du dich verlierst? Ja, das mache ich. Nach dem Weg zu fragen hilft mir, mich zurechtzufinden. Manchmal sind die Straßen verwirrend und ich brauche Hilfe. Da stimme ich dir zu. Einmal habe ich mich in einer neuen Stadt verlaufen. Ich habe einen Einheimischen um Hilfe gebeten und sie waren sehr freundlich. Das ist eine gute Erfahrung. Ich habe auch eine Geschichte. Einmal suchte ich ein Museum und fragte einen Ladenbesitzer nach dem Weg. Das klingt interessant. Was hat der Ladenbesitzer gesagt? Der Ladenbesitzer sagte mir, ich solle geradeaus gehen, an dem Park links abbiegen und das Museum sei auf der rechten Seite. Das ist klar und einfach zu verstehen. Ich mag solche einfachen Wegbeschreibungen. Ja, einfache Wegbeschreibungen sind die besten. Wenn ich nach dem Weg frage, sage ich meistens, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das ist eine höfliche Art, das Gespräch zu beginnen. Ich sage oft, Entschuldigung, wo ist? Und dann nenne ich den Ort, zu dem ich möchte. Genau. Danach höre ich aufmerksam zu, wenn mir die Wegbeschreibung gegeben wird. Manchmal schreibe ich sie auf. Wegbeschreibungen aufzuschreiben ist eine gute Idee. Ich wiederhole auch die Wegbeschreibung, um sicherzustellen, dass ich sie verstehe. Das mache ich auch. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, gehe 2 Block geradeaus, wiederhole ich, gehe 2 Block geradeaus. Das hilft mir, es mir zu merken. Manchmal benutze ich eine Karte auf meinem Handy, aber nach einer Person zu fragen, ist sehr hilfreich. Ja, eine Karte ist gut, aber Einheimische kennen die besten Routen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich um Hilfe bitte. Ich auch. Es ist nicht schwer, nach dem Weg zu fragen. Ich werde dir ein einfaches Gespräch zeigen, das wir verwenden können. Das klingt großartig. Bitte zeig es mir. Hier ist ein Beispiel. Entschuldigung, wo ist die nächste Bushaltestelle? Dann könnte die andere Person sagen, die Bushaltestelle ist 2 Block entfernt auf der linken Seite. Ja, oder Sie könnten sagen, gehe geradeaus und du wirst die Bushaltestelle an der Ecke sehen. Das gefällt mir. Es ist sehr klar. Ich frage auch gerne nach Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel, ist der Park hier in der Nähe? Das ist eine gute Frage. Sehenswürdigkeiten helfen mir, die Wegbeschreibung besser zu verstehen. Manchmal frage ich, wie weit ist der Bahnhof von hier? Und die Antwort könnte sein, es ist ein 10-minütiger Fußweg. Ich bin glücklich, wenn ich klare Antworten bekomme. Das macht meinen Tag einfacher. Mir geht es genauso. Nach dem Weg zu fragen ist eine einfache Möglichkeit, mehr über einen Ort zu lernen. Ja, und es hilft mir, mein Deutsch zu üben. Ich lerne neue Wörter und Ausdrücke. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich nach dem Weg frage, fühle ich mich sicherer im Sprechen auf Deutsch. Liam, kannst du mir ein weiteres Beispiel für das Fragen nach dem Weg geben? Klar, Mia, hier ist ein weiteres Beispiel. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zur Bibliothek komme? Und was könnte die Antwort sein? Die Antwort könnte lauten, gehe geradeaus, dann biege an der Ampel rechts ab. Die Bibliothek ist auf der linken Seite. Das ist sehr klar. Ich möchte die Schritte wissen. Manchmal frage ich auch nach dem Straßennamen. Zum Beispiel, wie heißt diese Straße? Ja, das ist eine gute Frage.
Du kannst sagen, Entschuldigung, wie heißt diese Straße? Und die Antwort könnte sein, das ist die Hauptstraße. Genau. Den Straßennamen zu wissen, hilft mir zu verstehen, wo ich bin. Ich fühle mich wohler, wenn ich den Namen der Straße kenne. Das macht mich weniger verloren. Benutzt du manchmal öffentliche Verkehrsmittel, wenn du reist? Ja, ich benutze Busse und Züge. Ich frage oft nach dem Weg zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof. Das ist sehr üblich. Du kannst fragen, Entschuldigung, wo ist die nächste Bushaltestelle? Ja, das mache ich. Ich frage auch, welcher Bus fährt zum Stadtzentrum? Und die Antwort könnte sein, Bus Nummer 5 fährt zum Stadtzentrum. Das ist sehr hilfreich. Ich plane gerne meine Route, bevor ich reise. Planen ist gut, aber manchmal musst du um Hilfe bitten. Es ist in Ordnung, manchmal verloren zu sein. Ich stimme zu. Wenn ich verloren bin, frage ich, könnten Sie mir bitte helfen? Das ist eine höfliche Art, um Hilfe zu bitten. Ich versuche immer höflich zu sein, wenn ich nach dem Weg frage. Ja, höflich zu sein macht es den Menschen leichter zu helfen. Ich fühle mich immer besser, nachdem ich nach dem Weg gefragt habe. Es macht mich selbstbewusster. Mir geht es genauso. Um Hilfe zu bitten, ist nichts Schlechtes. Es zeigt, dass du lernen und verstehen möchtest. Genau. Jedes Mal, wenn ich nach dem Weg frage, lerne ich etwas Neues über die Stadt und die Sprache. Ich stimme zu. Nach dem Weg zu fragen, ist eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben und neue Menschen kennenzulernen. Ja, und es macht meine Reiseerfahrung angenehmer. Ich erkunde gerne neue Orte, auch wenn ich manchmal verloren gehe. Sich zu verlaufen kann zu neuen Abenteuern führen. Ich habe viele interessante Geschäfte und Cafés gefunden, indem ich nach dem Weg gefragt habe. Das stimmt. Manchmal macht ein kleiner Umweg die Reise spannender. Ich habe immer eine kleine Karte und mein Handy dabei, aber ich frage trotzdem die Leute um Hilfe. Das ist eine gute Gewohnheit. Eine Karte zu benutzen und gleichzeitig nach dem Weg zu fragen, macht dich zu einem klugen Reisenden. Ich stimme zu. Ich fühle mich vorbereitet, wenn ich reise. Ich weiß, dass ich um Hilfe bitten kann, wenn ich sie brauche. Ja, und ich sage immer Danke, nachdem ich die Wegbeschreibung erhalten habe. Es ist wichtig, höflich zu sein. Vielen Dank, dass du deine Ideen zum Fragen nach dem Weg mit mir geteilt hast, Liam. Ich fühle mich jetzt sicherer. Gern geschehen mir. Ich freue mich, dir helfen zu können. Denk daran, dass Fragen nach dem Weg eine gute Möglichkeit ist, zu lernen und zu erkunden. Ich werde das nächste Mal, wenn ich reise, das Fragen nach dem Weg üben. Vielen Dank. Gern geschehen. Hab einen schönen Tag, Mia. Du auch, Liam. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.